Das frisch aufgebaute Piaggio Ciao verschenken wir noch in diesem Video. Wir sind gestern Nacht angekommen, hier in Kroatien, 5 Kilometer von der slowenischen Grenze, packen jetzt unsere Hügel nach einer nicht so erholsamen Nacht und gehen auf einen richtig geilen Mission Ride out. Wir schauen in welche Richtung das Meer ist, direkt Weg dort und dann einfach die Küste noch ballern. Einfach so das Bild. Setz doch keinen Scheiß durch. Du Lobos! Soll ich noch mehr erzählen, oder? Es geht nicht! Es geht nicht! Ja, guck mal wegen dem Schlüssel vielleicht noch. Jetzt ist es zu. Wir vom Mofa-Kult haben den Mission Ride ins Leben gerufen, weil wir glauben, dass jeder seine Träume ausleben kann. Uns alle beim Mofa-Kult verbindet die Sehnsucht nach einer geilen Zeit. Nach Freiheit, Gemeinschaft und coolen Momenten, die echt sind und bleiben. Der Mission Ride ist unsere Art, genau das zu leben. Nicht einfach nur Töffel fahren in fremden Ländern, sondern unterwegs etwas zu bewegen und am Land begegnen. Wir teilen, was wir lieben. Wir schenken einem Menschen ein Stück Kult und nehmen ein Mofa mit nach Hause, das für Land, Crew und Erinnerung steht. Neben der festen Crew darf natürlich jeder von der Mofa-Kult Family mitfahren. Alle, die Bock haben, dabei zu sein. Und beim Mofa-Kult meinen wir das ernst. Die Mission Ride die findet auf Arbeitszeit statt. Aus Überzeugung und mit Herz. Unser erster Mission Ride führt uns nach Kroatien. Mit von der Partie natürlich der Roger, der Nöldi, Roman Del, was ein Chaos, Besenbauchi, Kolschkus und ich. Und jetzt mal ehrlich, was könnte es als erste Mission Ride Geileres geben als die Location Kroatien? Meer, Sonne, Berge, Wälder, Kultur und endlos viele Postkartenmomente. Wir leben Mofa. Mit jedem Ride, mit jedem Kilometer. Let's go! Let's go! Let's go! Alles in allem geht es in diesem Mission Ride Out nur um das dort. Das Schätzli sucht einen neuen Besitzer. Ich meine nicht der Roger. Crouchy, was ist das Problem? Der läuft noch nicht optimal. Sagen wir es mal so. Kann gar nicht sein. Muss man ja dran. Der Roman Del hat es beim Einfahren, es ist eine 2-stündige Einfahrzeit, hat er die Kerze überlastet, jetzt ist die zu heiß geworden. Kerzenzeit. Oh! Ja, was sollen wir machen? Romandel ist unterwegs und es funktioniert nicht. Der Roman Del! Warte so lange da dran. Die Hose lässt ihn auf. Stimmt kaum. Wieso bin ich am Schrauben? Die läuft wieder locker. Ja. Jawohl! Schön! So, wir haben es geschafft, bis auf UMAG nur schnell eine Kerze müssen wechseln, ganz am Anfang. Bis jetzt klappt alles tipptopp. Im wunderschönen Kroatien, bei bestem Wetter, sind wir jetzt ans Meer gefahren. Und so ist jetzt auch unser weiterer Plan. Wir versuchen mal zum Istrien umrunden, den Landzipfel hier. Fahren bis auf Pula runter, checken mal ab, was es unterwegs so zu entdecken gibt. Und ja, planlos geht der Plan los und wir fahren los. Let's go! Was ist hier passiert? Typische Büchs, alkoholfreies Bier kaputt gegangen, das wir vorne drin hatten. Das ist das Ganze. Elias, du hast alkoholfreies Bier dabei? Hier wäre da nicht passiert, das ist mein Bein nass geworden. Oh, ist jetzt wieder übertrieben, weißt du? Der kann nicht, kein Maß, einfach fühlen bis oben, immer das Gleiche. Wie viel war bei mir? Ich habe gar nicht geschaut. So, also wir sind hier in einer wunderschönen Siedlung gelandet, aus einem gewissen Grund. Und zwar hat der Nöldi, wie er es macht, wenn wir im Ausland sind, hat er natürlich Kleinanzeigen von Kroatien durchgearbeitet und schon Thomas klar gemacht, wo wir jetzt ganz schnell besichtigen. Leute, es geht mal schnell an, oder? Jetzt an und dann. Ja, Nöldi hier.
Ja, yes. Also der Verkäufer kommt jetzt in 10 Minuten direkt hier hin. Aber wir haben das Ding schon ausfindig gemacht. Guck mal mit. Ich habe die Bilder ein bisschen analysiert. Und da drin wird das Teil drin stehen. 100%. Wir haben schon oben kurz reingespickt. Und da steht sie abgedeckt. Hier sieht man das Rücklicht. Undercover. Yes. You want to see the bike? Please. Is that your bike? Yes. Die ist doch wie für mich gemacht. Wrong fans. Ja. Yes. Mal festgenommen am Zoll. Das Problem ist Papier. Ohne Papier, wie willst du wieder... Das wir zusammenfalten. Wir fahren hinten über den Zoll. einen anderen Zoll. Das ist einfach gar nichts, Mann. So, zweiter Tag. Wir sind gestern noch in Rovinja angekommen. Wir haben auf dem Weg hierhin noch das Mofa gefunden, aber das Problem ist halt wirklich kein Papier und so. Wir haben ja beim Anfahren schon Probleme gehabt mit dem Zoll. Ja, das einzige Sinnvolle in dem Moment, wenn es kauft. Was willst du machen? Was willst du machen? Wunderschöne Thomas, die nehmen wir natürlich mit. Das mit dem Mofa ist jetzt natürlich so ein bisschen eine Sache, oder? Wir kommen hier hin und wir nehmen noch ein Mofa mit heim. Wollen wir natürlich mitmachen. Wir wollen ja nicht Mofa hamstern. Also eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Darum, wir haben uns entschieden, wir lassen ein Mofa da. Und wir nehmen ein Mofa mit, das heisst, die Ciao, wo ist sie? Die ist gar nicht da, dort. Die Ciao, die sucht einen neuen Besitzer. Wir schauen, ob wir jemanden finden, der vielleicht so ein Mofa brauchen kann, der vielleicht irgendwie auf ein Verkehrsmittel angewiesen ist. Wir nehmen dafür Thomas mit heim. Und das ist doch ein fairer Handel, oder? Jetzt schwingen wir uns auf die Hügel, fahren schön der Sonne entgegen in den Süden. Let's go. Elias, noch mal kurz, wir wollten gerade starten. Was ist das Problem? Meine Pedale hat sich gerade verabschiedet, hat Schrauben verloren. Das neue M6-Schrauben hier. Wie gestern, noch nicht mal los. Schon. Deine Panne musst du immer nachfangen. Der Elias, der regt mich so. Direkt ein Beat von da, hättest du ein Mofa zum Kaufen. Und, Roger? So, wir sind jetzt gefühlt 1 Kilometer gefahren. Wir stehen leider wieder. Wir nennen jetzt mal keine Panne, es ist einfach die Kerze von Markus, die sich langsam aber sicher verabschiedet ist. Vielen Dank, Kerze. Ich hoffe es nicht. Wir haben mal wieder ein Problem. Rouch make Paul. Das ist jetzt so viel mit Alles voll Grusel. Ja, vorher habe ich noch gerade gehabt. Leck mich am Zückerli, Mann. Okay, Jungs, also es ist doch mehr als eine Zündkerze in dem Fall, oder was? Zündli. VC vielleicht, aber es zündet nicht. Und das ist die einzige Möglichkeit. Wir haben eine ganze Zündung dabei. VC-Spule haben wir leider nicht dabei, darum tun wir jetzt einfach mal die Zündung tauschen, aber das geht halt eine halbe Stunde wahrscheinlich. Roger gibt vollen Einsatz, ist sogar in seine Arbeitsposition angelegen. Also Rouch, haben wir es gelöst, oder was? Jetzt mal fahren, weil der Rotor läuft immer noch okay. Die Zündung ist jetzt halt so nach Auge eingestellt, oder? Es ist jetzt so schwierig zu sagen, ob sie wirklich genau stimmt. Der Rotor läuft auch gut. Da haben wir jetzt leider wieder abgestellt. Wir tippen tatsächlich jetzt einmal wirklich auf die Kerze. Weil die Zündung ist eigentlich gut gewesen und er läuft auch gut. Ich habe das Gefühl, dass der Unterbrecher, das Füßchen, das auf die Kurbelwelle kommt, dass das gebrochen ist. Wenn ich jetzt grad, weil ich kann nicht einstellen kann. Vielleicht liegt es an dem. Dann müssen wir schnell einen neuen Unterbrecher nehmen. Der Einzige, der schafft, ablenken. Du regst mich so. Rouchy, hast du es gepackt oder was? Was denkst du? Ich will jetzt schon schauen, ob er noch gut läuft. Ob er gleich gut läuft wie vorher.
Dann sollten wir es hoffentlich das Ziel schaffen heute. Ich bin optimistisch. Sehr geil, Elias, sehr gut. Okay, okay. I love my dog. So, ihr seht im Hintergrund das wunderschöne Panorama. Wir haben es fast geschafft. Die Übernachtungsort vom zweiten Tag. Wir hoffen, wir finden ihn da unten, weil da geht es extrem steil rauf. Morgen hoffen wir, dass die Höbel verheben. Jetzt aber zuerst mal runter, Campingplatz abchecken und schauen, dass wir etwas Warmes im Bauch bekommen. Oder? Das ist bitter kalt. Jausa! Okay, wir haben leider ein kleines Problem. Die Chow, die wir verschenken wollen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ey, Glück, Alter. Elias, du kannst ja mal sagen, was da passiert ist. Hä? Ich weiß nicht, was passiert Aber ist. was jetzt was zu sehen ist. Der Mann auf der Bunny Hop. Ey, ich habe noch nie so etwas gesehen. Das ist einfach hier raus. Brems hat irgendwie eingehängt, jetzt einmal rundum genommen. Und die Achse ist zum Glück noch ganz. Das Kabel hat jetzt da einmal rundum gewickelt, komplett. Also wir da zuerst mal das Bremskabel auseinandernehmen und dann mal alles abchecken, schauen, ob alles noch ganz ist. Aber dann machen wir morgen im Hellen, weil da in der Nacht machen wir nicht mit Campingplatz, Zelt aufstellen, schlafen. Gut, ist da jetzt passiert, der Sturm, Mann. Ja. Marina, Marina, Marina. Wunderschönen guten Morgen! Tag Nummer 3. Beste Nacht ever. Das Zelt für mich allein, keiner, der schnarcht, einfach nur schön. Perfekt. Jetzt haben wir aber noch das Problem. Die Chow dort hinten, die wollen wir jetzt nicht wegmachen, weil die wollen wir ja verschenken. Also, alles zusammenpacken, Zelt abbauen. Vielleicht gibt es noch irgendwo ein Brötchen und ein Käffchen. Ah ja, Bauch, ich zieh mir das Kabel ein. Mofa, wo ist das Mofa? Ein Mofas und der Bauchi. Alles, was ich brauche. Und Mühre. So, alles Zeug ist zusammengepackt und der Bauchi, was für eine Maschine hat in dieser Zeit schon. Bremskabel, alles wieder gemacht. Wir haben nochmal durchkontrolliert. Alles funktioniert wieder. Good to go. Jetzt muss natürlich aber auch alles funktionieren, weil der Berg, wo wir gestern runter sind, der war richtig steil gewesen. Und jetzt mit diesen vollbepackten Höbeln dort wieder raufkommen, da könnte der ein oder andere noch ein Problem haben. He? Also, alles zusammenpacken, aufhocken und dann mit viel Schwung den Berg drauf. Wenn wir dort oben angekommen sind, geht es natürlich auch weiter mit dem Projekt. Wir suchen ja immer noch jemanden, wo wir den Chow schenken können. Das Ding ist... Ja, das Ding läuft jetzt wieder, funktioniert alles. Wir haben schon 1, 2 Spuren, wir sind aber immer noch auf der Suche, wem das Chow würdig ist. Darum wir sind gespannt, was heute noch passiert. Wir haben die Augen offen, ob jemand Chow geil ist. Chow geil. Chow geil. Wir haben auf jeden Fall den Berg angeklungen, ist erstaunlich gut gegangen. Ich habe den Roman nur einmal schnell 200 Meter gezogen und natürlich das ganze Gepäck abgenommen, aber der Chow läuft sehr gut. Jetzt haben wir schon das erste Mal tanken, weil wir alle eigentlich leer hatten. Jetzt geht es weiter. Wohin geht es, Elias? In welche Richtung? Berge! Berge, Richtung Berge gehen wir. Ja, wir erwarten geile Strassen. Wir hoffen zumindest mal ein bisschen ballern. Nicht ist neben mich gefahren. Plötzlich, Lärm, Mann. Ja, nur Silencer ist aus dem Topf rausgefallen. Soundcheck, ja, mach. Weil wir noch ein paar Kilometer vor uns haben, probieren wir jetzt den nochmal hier machen. Im schlimmsten Fall geht es auch ohne, dann läuft dem sein Höbel wenigstens auch mal ein bisschen richtig. Wir nutzen jetzt für eine Pipi-Pause, Pannenschnaps müssen wir vielleicht noch rausnehmen und dann geht es nachher weiter. Schön ist da! Die Gebirge-Dinger.
Komm! Ach, geh nicht! Komm, warte mal, ich mach dir Wasser. Ah, okay. Plätscher, 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 Plätscher. Geht nicht. Geht nicht. Elias, seine Cousins! Nein, oder? Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Nein, da Ja, bin ich dran. Halt. Also, Ist gut, dass er nicht gebrochen ist, aber ja, Krittler. ich frage mich warum. Ja, wieso reißt du einfach raus? Ja, das ist die Frage, gell? Also, Man reißt ihn einfach so raus. im besten Fall ist Krittlosigkeit, da können sie rein tun, das Rad spannen Ja. und das wäre es gewesen. Okay, Aber wenn beim Ritzel etwas kaputt gegangen ist, dann Dann ist das das Problem. Weißt du, was das Problem ist? Du hast den Pannenschnaps verschmäht. Nöldi, Ja. du hast extra neue Kette mitgenommen, oder? Aber die Kette ist es nicht. Ah, nicht? Braucht nur eine Mutter. Die Mutter Ah, von Ritzelmutter. Beste Leben. Aber Ja, die nächste angebliche Panne, wir hoffen es nicht. Beim Elias ist vorher mal Most ausgelaufen. Also, ist schon ein bisschen eine Panne, wenn du plötzlich einfach keinen Most mehr hast, ja oder? gut, das stimmt. Ich habe noch ein bisschen Ersatzmost da. Er sieht extrem leer aus, was mich jetzt ein bisschen erstaunt. Eben, ist vorher mal ein bisschen drüber gelaufen. Am Most da, wir lassen die und sehen es gerade. Wenn das nicht immer ein bisschen läuft, Ja, gell? dann ist der Tank leer, oder? Und ich meine, der ist noch von vorletztes Jahr, der kann noch gut sein. So, Most ist drinnen, ist gerade wieder angelaufen auf Reserve, das heisst, an die nächste tanken und wieder füllen. Also Elias, was ist los? Lauf ich? Ja, laufen. Also Roger, los zu. Mir ist Most ausgelaufen, weil der Schwimmer festgehangen ist. Jetzt habe ich ja schnell nachgeschenkt, aber sobald ich kurz anhalte und den Hahn offen, überläuft es gerade wieder drum. Jetzt schnell den Schwimmer checken, dass der wieder runtergeht und dann können wir wieder fahren. Okay, der Schwimmer ist nicht fest, sondern die Schwimmerkamera hat es abvibriert. Und der hat jetzt einfach so wireless-mäßig den Most angesoffen. Also der ist einfach da runtergefallen. So weit will ich vergasen. Also wenn du einen 6503 hast, musst du nicht mal die Schwimmerkamera dran haben. Aber das ist ja noch Leute. Ja, aber der läuft so. Warte, ich hab mich auch gerade eingeballert. Mit dem David, oder richtig Pfui. Butcher. Tankstelle, müssen wir. Genau, das Ding ist wieder zusammengebaut, handwarm angezogen, geht weiter. Nächste Tankstelle, los geht's. nicht dein Ernst. Immer mal etwas Neues. Das hat dir doch einer da reingemacht. Immer mal etwas. Das ist doch Sabotage. Wahrscheinlich der Nöldi. 4 Pannen in Folge auf einem Kilometer. Nicht mal. Dieser Platz hier ist verflucht. Hat es mich komplett zerschossen, so wie es aussieht. Ich habe keine Kompression mehr. Es hat so laut geknallt. Da ist nichts mehr. Oh! Ja, da sind nur die Mütterli weg. Scheiße, Mann. Siehst du, wie auch fest gefunden aus? Oh! Karma! Blitzeinschlag bei heiterem Himmel. Okay. Der zieht Mütter nur an, aber nicht fest. Ja. Mal schnell lösen und reinschauen. Ja gut, jetzt ist ja eh los. Stimmt, ja, also komm. Imbus, einen kleinen. Imbus, einen kleinen. Wir testen. Warte. Zum Kerze. Elias, bist du überzeugt? Ja, also, ich meine, es sind nur noch 80 Kilometer. Was soll schon schief gehen? Kick mal rein.
So, also wir sind angekommen in Buje. All die Pannen, sei Dank, gerade auf den Sonnenuntergang, haben wir gesehen. Jetzt sind wir am schauen, ob wir da irgendwo bleiben können und sind jetzt gerade beim Kreisel. Die zwei jungen Herren angekommen, der eine von Mazedonien gekommen und der eine von Bosnien, leben jetzt aber da. Und wir haben ja so eine kleine Mission, die wir noch im Hinterkopf haben. Und der eine hat einen Thomas und der andere will eigentlich gerne seinen Yamaha-Scooter verkaufen und etwas anderes posten. Wir schauen mal, ob wir, ja, Geld ist natürlich immer das Problem, wir schauen mal, ob wir mal eine Probefahrt machen können. Vielleicht hat er ja Bock. Ich frage es nachher einfach gerade mal. Stellen vernehmen uns ein bisschen nichts an dem Gift. Das ist so geil. What are your guys' names? Sam. Andis. Andis. Elias. Nice to meet you. What's your name? My name Hamid. Hamid. Elias, nice to meet you. Okay, would you like to try and drive the job? Yes. Yes? Okay. We got the helmets. What would you say if we give it to him? A present? Yes. For free? Would be good? Yes. Yeah. Listen. How about I'll give it to you as a present? Šta bi napravio kad bi ti poklonio ovo za poklon? Let's do this. Okay? That's your bike. Tvoje. Now you can drive Pietro and Thomas. Okay, we give you paperwork so you can go to training and everything. Thank you, bro. Thank you, for gold! Und er weiß noch nicht mal, dass es eine Hupe hat. So, wir haben jetzt gerade noch mit den Jungs ein bisschen gequatscht. Sie haben jetzt gerade ab müssen zum Training mit einer riesen Freude. Sie haben uns schon gesehen auf dem Weg von Buzet oder so. Da haben sie uns schon gesehen mit dem Mofas, haben es absolut geil gefunden. Darum haben sie uns auch schnell angehalten. Hey, wir haben euch schon gesehen, geil, woher kommen wir da? Und ja, der junge Bursch hat extrem Freude. Ich würde sagen, wir haben unsere Mission erfüllt und haben es uns jetzt verdient, um in ein schönes Restaurant zu gehen. Etwas essen und den Abend ausklingen lassen. Was meinen da? Wir haben entschieden, unseren nächsten Roadtrip direkt jetzt schon fix festzulegen und wir haben uns alle für ein Land entschieden. Zeig's mal, Rauch. Montenegro, Albanien, Spanien, Griechenland, Island, Rumänien. Und die nette Bedienung wird das Ganze jetzt für uns fix entscheiden. You was very happy. What is it? Island. Okay, nächster Mission Ride 2026 geht nach Island. Thank you.